Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Ja, heute nehmen wir uns mal die Fahrzeuge vor. Und zwar die Free-to-Play-Fahrzeuge der Vintage Truck und den Stachel oder das Stinger. Und diese beiden Fahrzeuge haben was Besonderes. Die haben Fähigkeiten, die mit euren Helden, mit den Warcards, mit den Spezialisierungskarten und alles, was es so gibt im Spiel, harmonieren können. Natürlich muss man das wissen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal ein Video, ja, und erkläre euch so einige Sachen. Zum Beispiel die Harmonie mit den Fähigkeiten vom Fahrzeug und für deine Crew. Und erkläre euch, welches Fahrzeug für euch eventuell sogar am besten ist. Und viele von euch spielen ja die Violet Mines mit den Governor, mit Dwight und mit Negan. Diese Crew hat eine hohe Defense, ja, eine hohe Verteidigung. Dann gibt es welche, die spielen die Tyrannen, ja, mit den Governor, mit Pamela und mit Negan. Die benutzen Scharfschützen und die Scharfschützen haben einen hohen Schadensausstoß. Also diese Crew ist eher für den Angriff gedacht. Mit der Unterstützung des richtigen Fahrzeugs kannst du deren Effekte massiv steigern. Wir gehen erstmal ganz kurz die Fahrzeuge durch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mal sagen, wir starten mit dem Video. Leute, wir fangen mit dem Stinger an. Der Stinger ist ein defensives Fahrzeug, also eigentlich ideal für die Violet Mines mit Nahkampf. Der Stinger ist ein reines Defensivfahrzeug, das eure Formation schützt und die Überlebensfähigkeit enorm erhöht. Das kommt durch die Fähigkeit, die das Fahrzeug besitzt, und zwar Resistance against Damage Dealing Skills of Vehicles Formation. Was bedeutet das, Sultai? Ja, das bedeutet, dass eure gesamte Formation weniger Schaden von gegnerischen Skills bekommt. Das heißt im Grunde genommen, der Stinger reduziert den Schaden, den ihr bekommt. Also man kann so sagen, der Stinger ist perfekt für Nahkämpfer und für die Kavallerie. Oder Formationen, die lange standhalten müssen, die einen Support-Helden haben oder einen Tank-Held haben. Dafür ist der Stinger und natürlich die dazugehörige Mod perfekt. Kommen wir zum Vintage Truck mit der Modifikation natürlich Magenta Fury. Und dieses Fahrzeug ist ein Offensivfahrzeug. Ja? Er ist das komplette Gegenteil vom Stinger, also vom Stachel. Er ist ein absoluter Damage Booster für euer Team. Ja? Also zum Beispiel jetzt für die Tyrannen. Und warum? Ja, weil dieses Fahrzeug hat eine besondere Fähigkeit. Effect of Damage Dealing Skills of Vehicles Formation. Ja, Sultai. Und was bedeutet das? Das bedeutet, alle Skillangriffe eurer Formationen machen mehr Schaden. Also perfekt für die Tyrannen. Weil die Tyrannen spielen Scharfschützen, haben einen hohen Schadensausstoß und können dadurch ihren hohen Schadensausstoß noch weiter erhöhen, wenn sie natürlich das richtige Fahrzeug haben. Also der Vintage Truck ist ideal für Scharfschützenformationen, für Burst Damage Helden, ja, wie zum Beispiel der Governor oder Negan, ist ausgerichtet für offensives PvP. Für schnelle Kämpfe und natürlich auch ideal für PvE, zum Beispiel der Whisperer Boss. Da kannst du einen hohen Schaden machen, wenn du die Tyrannen spielst und natürlich auch das Fahrzeug. Wir können die Fahrzeuge mal kurz zusammen vergleichen. Also man kann sagen, wenn ihr eine Formation schützen möchtet oder eine hohe Defensive haben möchtet oder ihr möchtet eure Defensive weiter erhöhen, dann nehmt ihr den Stinger. Wenn ihr maximalen Schaden haben möchtet, ne, dann nimmt ihr den Vintage Truck. Das heißt, die Tyrannen können dadurch ihren Schaden weiter erhöhen. Man kann es aber auch andersrum sehen. Wenn du jetzt die Violet Mines spielst, hast du ja eine hohe Defense. Wenn du natürlich ein kleines bisschen mehr Schaden machen möchtest, kannst du dann auch den Vintage Truck nehmen. Man kann das Spiel ja auch umdrehen. Oder wenn du die Tyrannen spielst mit Scharfschützen, dann nimmst du halt den Stinger, weil du hast ja eh schon einen hohen Schadensausstoß. Mit dem Stinger kannst du deine Verteidigung auch etwas erhöhen. Also das müsst ihr mal gucken, wie ihr das machen möchtet. Ansonsten können wir mal kurz in die Garage reingehen. So, da sind wir auch wieder zurück im Spiel. Also wir sind jetzt die Fahrzeuge durchgegangen, die beiden. Ja? Wir sind die Tyrannen durchgegangen und die Violet Mines, welches Fahrzeug man nehmen könnte. Und neu hinzugekommen zu den Fahrzeugen sind natürlich die Armorplatten. Ich habe hier mir was aufgespart fürs Video. Du brauchst, ich glaube ab Level 20 oder ab Level 25 brauchst du Platten. Ja, vorher brauchtest du nur diese Teile. Wir können ja mal mein Fahrzeug upgraden. Und zwar ein kleiner Tipp am Rande. Wir gehen mal kurz in einen Kampfbericht rein. So, und zwar schauen wir uns jetzt mal eine Formation an. Es ist sehr wichtig, dass ihr jetzt zuhört. Na? Okay, ihr schaut eure Formation an und eure Buffs. Also, bei mir seht ihr, so der Governor zum Beispiel, Angriff, Verteidigung und Lebenspunkte ist roundabout zwischen 2100% und 2200%. Bei Dwight zwischen 2100% und 2300%. Bei Negan bei 2100 und bei 2300%. Jetzt seht ihr anhand des Kampfberichtes, dass ich ein kleines Defizit habe, und zwar bei den Lebenspunkten. Ja? Hier nur 2100%, hier auch nur 2100% und hier auch nur 2100%. Ergo gehe ich zu meinem Fahrzeug rein. So, gehe zu den Armor-Teilen und versuche jetzt dieses Defizit an Lebenspunkte auszugleichen. Und zwar müsst ihr hier genau darauf achten, was ihr aufleveln möchtet. Möchtet ihr euren Angriff erhöhen, dann levelt nur Tactical Front Panel auf. Ja?
weil, das seht ihr hier gibt es natürlich auch Verteidigung und Lebenspunkte. Das springt aber minimal und das ist noch nicht mal 1 Prozentpunkt. Aber bei Angriff hast du über 1 Prozentpunkt pro Level. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel deine Verteidigung aufwerten möchtest, dann nimmst du Tactical Body Panel. Da hast du mehr Prozentpunkte beim Aufleveln bei der Verteidigung. Brauchst du mehr Lebenspunkte, so wie ich, nämlich das Tactical Real Panel. Ja? Und zwar kriegst du bei Angriff und Verteidigung wenig Prozentpunkte, aber bei den Lebenspunkten bekommst du dafür umso mehr. Das heißt, ich upgrade jetzt zweimal das Panel. 2, so. Nee, lass uns mal 3 machen. Okay. So, und dann ziehe ich nach. Na? Zack, zack. So, hier auch 2 Levels. Zack, zack. So, und dann gehe ich wieder auf Lebenspunkte. Zack. So, und das war's für mich. Na? Somit gleiche ich so dieses Defizit, was ich habe bei den Lebenspunkten, immer aus. Das mache ich immer so bei den Rekruten, das mache ich so bei den Fahrzeugen, alles, was man so aufleveln kann. Ja? Genau. Ich habe jetzt hier das SWAT-Fahrzeug, das wisst ihr ja alle. Genau, so viel zu den Teilen. Also wie gesagt, guckt in euren Kampfberichten rein, wo habt ihr ein Defizit und dementsprechend könnt ihr dieses Defizit ausgleichen, indem ihr halt nur das auflevelt, was ihr benötigt. Und wenn ihr was habt, schreibt es in die Kommentare, probiert es aus. Na? Ich hoffe, meine Tipps waren für euch nützlich. Ja? Ihr habt was dazugelernt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht es erstmal gut, bis dann. Euer Sultai. Achso, tschüss.